Hallo zusammen, wir nehmen euch heute mit auf unsere Salzburg-Erkundungstour und schauen mal, was man in dieser Stadt so entdecken kann. Auch von mir ein herzliches Willkommen aus Salzburg, der Stadt, in der Musik und Geschichte an jeder Ecke spürbar sind. Wir zeigen dir hier die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und geben dir unsere persönlichen Eindrücke und Tipps mit auf dem Weg. Die seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Altstadt von Salzburg, verzaubert mit barocker Architektur, vielen hübschen Plätzen und einer Lage, die schöner kaum sein könnte, denn sie ist eingerahmt von den Alpen und durchzogen von der Salzach. Aber jetzt schauen wir uns direkt eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten an. Wenn du in Salzburg bist, dann führt am Dom, den du hier hinter mir sehen kannst, eigentlich gar kein Weg dran vorbei, denn er befindet sich mitten in der Altstadt, ist die älteste Barockkirche Österreichs und wenn du den Dom von innen besichtigen möchtest, dann kostet der Eintritt 5 Euro. Seine strahlend weiße Fassade und die markanten Türme sind bereits aus der Ferne gut zu erkennen. Der heutige Dom wurde im Jahr 1628 geweiht, nachdem 2 Vorgängerbauten durch Feuer zerstört worden waren. Im Inneren erwartet dich über 70 Meter hohe Gewölbe, kunstvolle Fresken und eine Orgel, auf der schon der junge Wolfgang Amadeus Mozart gespielt hatte. Auch das Taufbecken aus Bronze ist wegen Mozart sehr berühmt, denn hier wurde er 1756 getauft. Alles in allem können wir dir einen Besuch des Salzburger Doms empfehlen und wenn du dich gar nicht für solche Dinge begeistern kannst, dann schau ihn dir wenigstens von außen an. Wirklich vorbeikommen wirst du an ihm ohnehin nicht, da er an einem sehr zentralen Platz liegt, der weitere tolle Sehenswürdigkeiten bereithält, wie zum Beispiel den Residenzbrunnen. Die Getreidegasse ist die populärste Straße der Altstadt. Hier gibt es eine bunte Vielfalt aus traditionellen Geschäften, internationalen Marken und kleinen Boutiquen. Die Getreidegasse ist aber auch wieder wegen Mozart bekannt, denn dort befindet sich sein Geburtshaus. Hinter mir seht ihr jetzt gleich das Mozart-Geburtshaus. Das ist in der Getreidegasse in Salzburg. Mozart ist hier nämlich geboren, 1756. Und tatsächlich ist sein Geburtshaus neben der Festung die beliebteste Sehenswürdigkeit in Salzburg. Wir haben uns dann auf den Weg zum Museum der Moderne gemacht, genauer gesagt zu dessen Aufzug. Er ist auch als Mönchsbergaufzug bekannt. Die Fahrt dauert nur 30 Sekunden und ist seit 1890 die Verbindung von Altstadt zu Mönchsberg und unserer Meinung nach einer der schönsten Aussichtspunkte auf ganz Salzburg. Die Fahrt mit dem Mönchsbergaufzug ist allerdings nur der Anfang. Das eigentlich Interessante beginnt oben. Kaum steigst du aus, liegt dir Salzburg zu Füßen und von hier führt ein kleiner Panoramaweg direkt zur Festung Hohensalzburg. Der Pfad schlängelt sich entlang der Felskante, immer wieder öffnen sich kleine Aussichtsbalkone mit tollen Ausblicken auf die Altstadt. Früher nutzten die Salzburger diese Wege als strategische Verbindung zwischen den Verteidigungsanlagen und heute zählt die Route zu den schönsten Spaziergängen, die du in Salzburg machen kannst. Nach etwa 20 bis 30 Minuten gemütlicher Wanderung erreichst du schließlich die Festung Hohensalzburg, eine der größten vollständig erhaltenen Burganlagen Europas, die seit über 900 Jahren über der Stadt wacht. Im Inneren der Burgmauern gibt es einige Ausstellungsflächen, die man sich schon mal anschauen kann, wenn man denn schon vor Ort ist. Und wer sich schon immer gefragt hat, wer hinter dieser Stimme steckt, hier bin ich, der Mann im Ritterkostüm. Sexy, oder? Am besten hat uns an der Festung aber der Ausblick auf die Umgebung und die Alpen gefallen. Ansonsten hatten wir uns mehr erhofft. Neben dem ganzen Trubel gibt es auf der Festungsanlage aber auch nette Ecken, darunter einen schönen Biergarten. Man könnte jetzt den Fußweg zurück in die Stadt antreten, aber ein Salzburg-Besuch ohne Fahrt mit der Festungsbahn ist irgendwie auch nix. Die Fahrt ist kurz, aber sie gehört dazu. Seit 1892 bringt die Festungsbahn Besucher bequem von der Stadt hinauf zur Festung Hohensalzburg oder wie bei uns wieder hinunter. Wir waren schließlich sparsame Schwaben und haben ein paar Euro mit dem Mönchsbergaufzug gespart.
Wenn du unten am Eingang der Festungsbahn stehst, solltest du nicht direkt wieder in den Trubel der Getreidegasse zurückkehren, sondern einen kleinen Abstecher auf den direkt angrenzenden Petersfriedhof machen. Er ist einer der ältesten Friedhöfe Europas und wurde im Jahr 696 angelegt. Besonders beeindruckend sind die in den Mönchsberg gehauenen Katakomben, kleine, in den Fels geschlagene Kapellen, die bis ins Frühmittelalter zurückreichen. Der Petersfriedhof diente übrigens auch als Drehort für den Filmklassiker The Sound of Music. Wir waren jetzt gerade noch auf der Festung Hohensalzburg oben und es gibt verschiedene Möglichkeiten hochzukommen. Wir haben es so gemacht, dass wir mit dem Mönchsbergaufzug hochgefahren sind, also nur One-Way, man kann mit dem Aufzug auch hoch und runter fahren. Wir sind aber nur hoch und haben dann einen Spaziergang rüber zur Festung gemacht, uns die Festung angeschaut und dann die Bahn wieder abwärts genommen. Die Mozart-Statue steht auf dem gleichnamigen Mozartplatz und dieser Platz hieß früher mal St. Michaelsplatz und wurde extra für den Bau der Statue umbenannt. Als man übrigens das Fundament von der Statue gelegt hat, ist man auf eine alte römische Villa gestoßen und deswegen haben sich die Bauarbeiten dann auch um ein ganzes Jahr verzögert. Salzburg ist die Geburtsstadt von Wolfgang Amadeus Mozart. Am 27. Januar 1756 erblickte er hier in der Getreidegasse Nummer 9 das Licht der Welt. Schon mit 5 Jahren komponierte er erste kleine Stücke, der kleine Streber, und mit 6 ging er auf Konzertreise quer durch Europa, also quasi Kinderstar wie Britney Spears oder Miley Cyrus. Überall triffst du auf Mozart, was vom Stadtmarketing natürlich auch gut ausgeschlachtet in Szene gesetzt wird. Und dann gibt es da noch was Süßes, die hochgelobte Mozartkugel. Wenn du schon mal in Salzburg warst, dann sind dir vielleicht auch schon die vielen verschiedenen Mozartkugeln aufgefallen, die es hier gibt. Der größte Produzent kommt auch gar nicht aus Österreich, sondern aus Deutschland. Aber die Original-Mozartkugel wird immer noch von Hand gefertigt und wird in der Konditorei Fürst hergestellt, in einer silberblauen Verpackung eingewickelt. Es gibt auch viele andere Hersteller, die ihre Mozartkugeln mittlerweile silberblau verpacken, damit man denkt, es sind die Originalen. Aber wie die Originalen wirklich aussehen, das zeigen wir dir jetzt. Salzburgs süße Legende heißt Original-Mozartkugel von Fürst. Erfunden wurde sie 1890 von Paul Fürst, einem Konditormeister, der Mozart auch noch ein kulinarisches Denkmal setzen wollte. Die Herstellung ist bis heute echte Handarbeit. Eine Pistazien-Marzipankugel, umhüllt von Nougat, wird auf einen Holzspieß gesteckt, in dunkle Schokolade getaucht und anschließend vorsichtig vom Spieß wieder gelöst. Heute bekommst du die Originale nur in der Fürst-Filiale in Salzburg und ja, der Name Original ist rechtlich geschützt. Schloss Mirabell wurde 1606 vom Salzburger Fürsterzbischof Wolf Dietrich für seine große Liebe Salome Alt errichtet. Berühmt ist das Schloss vor allem für seine hübschen Gärten, den kunstvollen Skulpturen und den tollen Blick auf die Festung Hohensalzburg. Der Marmorsaal im Schloss Mirabell und die Treppe, die zum Marmorsaal führt, das sind die beiden einzigen Teile des Schlosses, die die Öffentlichkeit besichtigen kann. Alle anderen Teile gehören der Stadtverwaltung. Man geht in das Schloss rein, über die Barocktreppe in den ersten Stock und wenn gerade keine Hochzeit ist, dann kann man den Marmorsaal besichtigen. Der Marmorsaal diente früher als Festsaal, heute gilt als einer der schönsten Trauungssäle der Welt und sogar Paare aus dem Ausland kommen extra hierher, um sich das Ja-Wort zu geben. Eine Mischung aus skurril und charmant. Gibt's noch etwas versteckt hier im Schlossgarten? Da gibt's den Zwergelgarten. Die Zwerge hinter mir im Mirabellgarten sind nicht nur eine schöne Dekoration, sondern es steckt auch wirklich ein bisschen Geschichte dahinter. Denn es waren insgesamt mal 28 Zwerge, aber um das Jahr 1800 herum hat Salzburg sie versteigert, weil sie aus der Mode kam und seitdem gibt es leider nur noch 17 Zwerge. Also verpasst nicht die Brücke zum Zwergelgarten, genauso wenig wie die Gelegenheit, mal ein bisschen zu chillen und ein Bier zu trinken, entweder im Augustinerbräu oder wie wir es gemacht haben, in der Stiegl Brauwelt. Bier hat in Salzburg Tradition und die Stiegl Brauwelt ist der beste Ort, um diese zu erleben. Seit 1492 wird hier Bier gebraut und damit ist Stiegl die älteste und auch größte Privatbrauerei Österreichs.
In der Brauwelt erfährst du alles darüber, wie aus Wasser, Hopfen und Malz flüssiges Gold entsteht, von der jahrhundertenalten Handwerkskunst bis zur modernsten Brautechnik. Die Ausstellung ist interaktiv und ja, natürlich gehört auch eine Verkostung dazu. Neben dem Biermuseum gibt es ein Gasthaus mit regionalen Spezialitäten, einen Biergarten und saisonalen Biersorten. Und einen großen Shop gibt es auch noch, wo wir uns dann noch ein Bier gegönnt haben. Wir sind jetzt, wie man hier sehen kann, in der Stieglbrauerei. Die Stieglbrauerei ist eine der ältesten Brauereien von Österreich und eigentlich auch in jedem Supermarkt in Österreich zu finden. Die Stieglbrauerei liegt ein bisschen außerhalb von Salzburg, aber ist wirklich mit ein paar Busminuten zu erreichen oder man kann auch hinlaufen. Wir haben uns jetzt ein Ticket gekauft für das Museum. Man kann entweder ein Ticket mit Führung kaufen, das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, wir laufen selbst durch und in dem Ticket ist auch eine Kostprobe dabei. Man kann sich einfach selbst Bier zapfen. Also Prost auf euch! Zwei interessante Kirchen wollen wir dir noch ans Herz legen. Die Franziskanerkirche hat ein tolles Ambiente und ist sehenswert. Und zur zweiten sagt dir Maria jetzt was. Die Kollegienkirche ist bei Salzburgs Touristen gar nicht so bekannt, was unter anderem daran liegt, dass es keine typische Kirche ist. Es gibt zum Beispiel keine Kirchenbänke und auch keine Gemälde an den Wänden. Es ist ein großer weißer Raum und deswegen wird sie auch umgangssprachlich Weiße Kirche genannt. Wenn du etwas mehr Zeit in Salzburg hast und dir mehr als nur die Altstadt anschauen möchtest, solltest du dir unbedingt auch das Schloss Heilbronn mit den Wasserspielen ansehen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bist du dort ruckzuck. Denn so etwas Liebevolles und gleichzeitig Verrücktes wie die Wasserspiele gibt es selten auf der Welt. Die berühmten Wasserspiele sind seit über 400 Jahren ein Meisterwerk barocker Gartenkunst und auch der pure Beweis dafür, dass Fürsterzbischöfe auch irgendwie einen schrägen Humor hatten. 1613 ließ Fürsterzbischof Marcus Sitticus das Schloss und die Wasserspiele erbauen. Wieso? Wohl wirklich nur, weil er es konnte und Spaß daran hatte. Und Spaß hatten wir definitiv auch, denn hinter den unscheinbaren Figuren, Bänken und Wegen verstecken sich clevere Wasserdüsen und Fontänen, die jederzeit lossprudeln können, oft genau eben dann, wenn niemand damit rechnet. Und für mich ganz persönlich das wirklich Faszinierende daran ist, dass die gesamte Anlage noch heute komplett ohne Strom funktioniert, sondern allein mit Wasserdruck. Wir sind jetzt bei Schloss Heilbronn, sind übrigens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hergefahren. Du kannst vom Hauptbahnhof zum Beispiel mit dem Bus fahren, hat um die 20 Minuten gedauert und dann steigst du direkt hier aus. Schloss Heilbronn ist ja, ich sag mal, am meisten bekannt für die Wasserspiele. Da waren wir jetzt auch gerade eben. Da nimmt man teil, wenn man eine geführte Tour macht. Da bucht man einen Zeitslot und die Tour dauert ca. 45 Minuten. Man bekommt einen Audioguide und bekommt dann einfach Hintergrundinfos und die Mitarbeiter aktivieren dann auch die Wasserspiele. Und was wir jetzt noch machen wollen, wir zeigen euch jetzt noch das Innere des Schlosses. Ja, auch die Ausstellung im Schloss solltest du dir unbedingt anschauen, denn hier erfährst du die ganze Geschichte hinter dem Schloss, den Wasserspielen und wer eigentlich Marcus Sitticus war. Auch interessant war ein Blick hinter die Wasserspiele, also wie alles funktioniert, so ganz ohne Strom und nur mit Wasserantrieb.
Hier sind noch 5 knackige und hoffentlich auch praktische Tipps für dich, wenn du bald selbst eine Reise nach Salzburg planst. Du kannst nach Salzburg mit dem Flugzeug, dem Auto oder natürlich mit der Bahn anreisen. Der Hauptbahnhof liegt sehr zentral, sodass du von hier aus in wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem Bus in der Altstadt und somit bei fast allen Sehenswürdigkeiten bist. In der Stadt wirst du dich hauptsächlich zu Fuß fortbewegen, ansonsten sind die öffentlichen Verkehrsmittel wirklich prima. In der Salzburg-Card sind diese inkludiert. Link in der Videobeschreibung. Auch das Schloss Hellbrunn bzw. die Wasserspiele sind mit dem Bus gut zu erreichen. Wenn du etwas mehr Zeit hast, solltest du dir dieses außergewöhnliche Reiseziel nicht entgehen lassen, denn Wasserspiele dieser Art gibt es nicht überall zu sehen. Wir fanden es grandios, mit dem Mönchsbergaufzug hochzufahren und dann zur Festung zu laufen. Das war fast besser als die Festung selbst. Der Weg bietet wunderschöne Ausblicke auf Salzburg und ist eher ein ausgedehnter Spaziergang als eine Wanderung. Also unbedingt machen. Natürlich gibt es auch in Salzburg viele Touristen und die Menschenmassen in der Altstadt werden zur Mittagszeit zunehmend größer. Wenn du die Festung oder auch Teile der Altstadt entspannter erleben möchtest, bleibt dir nichts anderes übrig, als früh aufzustehen. Das funktioniert natürlich am besten, wenn man gut und ruhig geschlafen hat. Die Stadtteile Nonntal und Aigen sind nah dran am Geschehen, aber auch noch weit genug weg, um entspannt und günstiger eine Nacht in Salzburg zu verbringen. Wir können dir auch das Arte Hotel direkt am Bahnhof empfehlen. Es ist nicht nur ideal, um dort zu übernachten, sondern auch um die Bar Hugos 14 Rooftop Bar zu besuchen. Von dort oben hast du bei chilliger Atmosphäre einen wunderschönen Ausblick auf Salzburg und kannst verschiedene Hugos testen. Natürlich haben wir uns auch 2 Hugos bestellt und unseren letzten Abend dort gemütlich ausklingen lassen. Das waren jetzt auch unsere Eindrücke von Salzburg. Zum Abschluss sind wir jetzt noch im Arte Hotel gewesen. Hier gibt es oben im 14. Stock eine Hugo Bar. Da haben wir die Hugos ausgetestet und jetzt geht es für uns dann auch nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Eindruck mit uns von Salzburg und wir würden uns natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Das gibt's doch nicht. Will ich mich verarschen? Alter, was ist bei dir? Aber weiter treffe ich nicht. Also. Oh doch, okay. Hä?